Ui, ihr Lieben, eine massiv anstrengende Zeit liegt hinter uns. Und über die Symptome, die damit einhergehen, schreibe ich ja immer wieder. Und ja, es geht weiter mit den starken atmosphärischen Veränderungen, die auf uns wirken, und es bleibt extrem anspruchsvoll. Zusammen mit den derzeit hochsensiblen und stark transformierenden planetarischen Signaturen wirkt sich das Ganze im Moment besonders emotional aus. Und dies erfordert jetzt von uns, wirklich stark und in unserer Mitte zu bleiben, um uns nicht von den negativen Einflüssen und Energien im Außen mitreißen zu lassen. Passend zu dem, wie sich derzeit viele fühlen, zeigt auch die Schumann-Resonanz das völlige Chaos. Zweimal ist sie bereits kollabiert und tut sich schwer, sich wieder zu rekonfigurieren. Starke Einschläge kosmischer Strahlung kommen zu uns, die zur starken Energetisierung, die wir gerade erleben, beitragen. Und ja, es wurden jetzt auch starke elektromagnetische, galaktische Stromschichten aufgezeichnet, die sich auf dem Weg zur Erde befinden und in den kommenden Monaten bei uns eintreffen werden. Wir kommen nun in immer stärkere Phasen der planetaren Umwälzungen, was auch den Polsprung in seiner finalen Phase vorantreibt und was auch die Anomalien beschleunigt, die wir derzeit erleben. Oh ja, es herrschen insgesamt sehr instabile Zustände, die sich sehr stark körperlich und mental auswirken. Und man fällt sehr leicht aus der natürlichen Ordnung, die im Resonanzfeld bereits stark verändert ist. Die Resonanz zum Alten fällt immer mehr weg. Und deshalb heißt es jetzt umso mehr auf unser selbstbestimmtes Handeln, Denken und Fühlen zu achten. Denn der Stressfaktor ist im Außen sehr groß. Und um nicht im Strudel der äußeren Geschehnisse mitgerissen zu werden. Ruhe und Rückzug sind sehr, sehr wichtig, sowie das Denken und Visualisieren von positiven Gedanken und Bildern. Und ja, wir können unsere Gedanken und Gefühle von innen heraus ändern, ihr Lieben. Habt ihr gewusst, dass unser Körper nicht nur auf das reagiert, was wir tatsächlich erleben, sondern genauso auf das, was wir uns nur vorstellen zu erleben? Unser Körper schüttet die gleichen Hormone, Botenstoffe aus. Das heißt, wenn wir uns nun ständig darauf konzentrieren, dass alles ganz schlimm ist, beängstigend und so weiter, dann ist unser Körper ständig im Stress und er ist auch anfälliger für Krankheiten. Oh ja, es schwächt uns und wir brennen nicht nur geistig, sondern auch körperlich aus. Bei Krebspatienten zum Beispiel wurde festgestellt,
dass der Adrenalinspiegel extrem niedrig war. Das Adrenalin war praktisch aufgebraucht durch jahrelange Überlastung, Traumata und so weiter. Das Adrenalin hat jedoch eine sehr wichtige Aufgabe in unserem Körper für die Zellen, zum Beispiel gemeinsam mit dem Insulin Zucker aufzuräumen. Krebs ernährt sich von Zucker, das nur zur Information. Eine Zeit lang kann der Körper den Stress kompensieren, aber auf die Dauer können wir krank werden, Tumore können entstehen. Oh ja, oft merken wir gar nicht, auf welchem Stresslevel wir sind. Und die meine Seminaraufzeichnung zu den heilenden Frequenzen kennen, wissen um diese toxische Beta-Frequenz, in der wir uns viel zu viel Zeit des Tages befinden. Körper, Geist und Seele sind untrennbar verbunden, ihr Lieben. Und deshalb ist Freude, Entspannung, Glück der Weg zur Heilung letztendlich. Doch kommen wir zurück zu dem, dass der Körper genau gleich reagiert bei dem, was wir tatsächlich erleben und dem, was wir uns nur vorstellen zu erleben. Denn genau hier liegt unsere Riesenchance. Wir können unsere Gefühle, unsere Energie von innen heraus ändern, indem wir uns vorstellen, dass alles gut ist, dass wir stark und entspannt sind. Oh ja, unser Körper reagiert darauf, und zwar messbar. Und wir erhalten mehr Kraft und Energie für unser Leben und wir strahlen dies auch aus. Selbstbewusstsein, Gelassenheit und Stärke. Ihr Lieben, wir brauchen unsere Kraft in diesen Zeiten der massiven Veränderungen. Deshalb achtet gut auf euch. Dies hilft übrigens nicht nur uns, sondern auch unseren Tieren, die all das spüren und die so viel mit uns und für uns tragen in dieser turbulenten Zeit, die so tief mit uns verbunden sind. Wenn wir die Ordnung im Außen nicht finden, sind wir gefordert, diese Ordnung selbstbestimmt aus uns selbst heraus zu erschaffen, um nicht zum Spielball des äußeren Geschehens zu werden. Geht in die Natur, fangt wieder an, vollkommen im Hier und Jetzt zu sein, ja auch dankbar für die wundervollen Augenblicke, die das Leben uns schenkt. Die Tiere zeigen uns, wie das geht. Und sie sind auch hier unsere größten Lehrer. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, eure Sylvia.